Hi und herzlich willkommen bei Rennrad News. Heute geht es um das Scott Addict RC. Scott hat das Rad mit einem Paukenschlag mega leicht gemacht. Es wiegt unter 5,9 Kilogramm. Wir sind schon damit gefahren. Was es kann und was es kostet, erzählen wir euch jetzt. Ja, das neue Scott Addict RC. Viele von euch haben sich vielleicht gefragt, ob das Bike überhaupt erneuert wird, denn das neue Scott Foil RC, das Aero-Rennrad von Scott, ist auch schon sehr leicht. In der aktuellen Version kommt es ans UCI-Gewichtslimit von 6,8 Kilogramm. Die Frage war, wird das Scott Addict RC erneuert? Ja, es wurde erneuert und zwar komplett erneuert. Scott hat das Bike ganz und gar neu gedacht, bei Null begonnen und herausgekommen ist ein ultraleichtes Race-Ready-Bike mit 5,85 Kilogramm. Das Besondere an dem Bike ist, dass es nicht nur leichter wurde. Scott spricht von 300 Gramm, die beim Rahmenset gespart wurden gegenüber dem Vorgänger. Es wurde auch aerodynamisch optimiert. Es ist 12 Watt schneller als der Vorgänger bei 45 km/h. Das ist ziemlich viel und Scott hat das Bike komplett neu gedacht, bei Null begonnen. Die Ingenieure haben uns freudig berichtet, dass sie auf keine Komponenten achten mussten. Es sollten keine Teile vom Vorgänger übernommen werden. Es musste also nicht darauf geachtet werden, dass die Sattelstützen oder das Cockpit vom Vorgänger passt oder sonstige Bauteile. Sie durften bei Null beginnen. Das Ziel war klar, das leichteste Bike im Stall und aerodynamisch besser als der Vorgänger. Wie hat Scott es geschafft, das Bike so leicht zu machen? Ein ganz wichtiger Baustein von diesem ganzen Konzept war die neue Fertigungstechnik der Carbonrahmen. Die Ingenieure haben uns erklärt, dass da ein Riesenschritt gemacht worden ist. Und zwar geht es um die Kerne, die in den Carbonrahmen sind bei der Fertigung, die früher zum Teil aus Glasfaser gemacht wurden oder aus Kunststoff oder aus aufblasbaren Kunststoffteilen. In den neuen Rahmen ist ein Kunststoffkern drinnen, der relativ fest ist und der es erlaubt, den Rahmen sehr genau zu bauen. Es sind innen keine Kleberreste, keine Carbonstellen, die ungenau sind. Es hat einen großen Vorteil, dass das komplette vordere Rahmendreieck an einem Stück gebaut werden kann. Und der Trick dabei ist, dass der Rahmen dann gebacken wird und wenn er fertig ist und ausgehärtet ist, wird er im Anschluss nochmal erwärmt auf um die 180 Grad, mein Schwanz, wenn ich mich recht erinnere. Und dann ist der Kunststoffkern im Inneren so weich, dass er sich verformen lässt. Und dann wird er am Tretlager wieder herausgezogen, ist dann natürlich kaputt. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil er kann recycelt werden. Die Scott-Ingenieure haben gesagt, das Material wird dann gehäckselt und wieder eingeschmolzen und kann so 4 oder 5 Mal wiederverwendet werden. Diese Technik am Hauptrahmen ist nicht ganz neu, die steht auch anderen Herstellern zur Verfügung. Zum Beispiel ist auch das neue Trek Madone SLR an einem Stück gefertigt, das komplette vordere Rahmendreieck. Aber was bei Scott ganz neu ist, ist, dass die Gabel auch in dieser Bauweise gefertigt wurde. Das heißt, die wird auch an einem Stück produziert und der Kern wird nach der Fertigung komplett durch das Loch im Steuerrohr herausgezogen. Die ganze Sache ist sehr interessant. Die Rahmen sehen innen drin aus wie außen fast. Ja, also Scott hat uns Rahmen gezeigt, die aufgeschnitten wurden. Und es ist sehr beeindruckend, dass die Rahmen innen komplett glatt sind. Die haben ganz saubere Wände innen, also die Wandstärken können sehr genau definiert werden. Und es gibt dort keine Kleberreste wie an früheren Rahmen. Wenn man früher einen Rahmen von vor einigen Jahren aufsägt, und dann sind innen drin meistens Falten am Carbon und Kleberreste. Das ist bei dieser neuen Fertigung überhaupt nicht der Fall. Schaut euch das genau an auf unserem Bericht auf rennradnews.de. Dort ist es alles aufgedröselt und wir haben auch viele Fotos dazu. Ein weiteres Geheimnis zur Gewichtseinsparung war, dass die Ingenieure sehr genau auf alle Details geachtet haben. Es ist also alles neu gedacht worden und von Anfang an so geplant worden, dass es extrem leicht, aber dennoch aerodynamisch ist. Und im Zusammenhang mit der neuen Fertigungstechnik. Also die Jungs haben uns erzählt, dass sie sehr oft mit Taiwan in Kontakt waren, mit der Fabrik und sich abgestimmt haben, ob diese Ideen, die sie haben, auch verwirklicht werden können.
Ein gutes Beispiel für diesen Leichtbau und der Blick auf die Details ist die Sattelstützenklemmung. Man sieht es von außen nicht, aber es gibt ein einzelnes Teil, das erst nach der Rahmenproduktion in den Rahmen eingesetzt und eingeklebt wird. Und so konnten die Ingenieure diesen sensiblen Bereich genau nach ihren Vorstellungen formen und haben da sehr enge Toleranzen, eine gute Stützenklemmung und trotzdem ein sehr niedriges Gewicht. Zusätzlich ist es so, dass diese Klemmung nur über einige Zentimeter läuft und weiter unten im Sitzrohr die Sattelstütze mehr Bewegungsfreiheit hat. Das bringt den positiven Nebeneffekt, dass der Komfort sich erhöht. Ansonsten sind natürlich sämtliche Bauteile auf das Gewicht überprüft worden. Die Ingenieure haben den Steuerkopf genau angeschaut, haben den Tretlagerbereich angeschaut. Ein weiterer ganz wichtiger Effekt für das Gewicht sind die Synchros Capital SL Laufräder. Diese sind zwar nicht neu, tragen aber mit ihrem Gesamtgewicht von 1170 Gramm für den Satz natürlich zu dem extrem niedrigen Gesamtgewicht des ganzen Bikes von 5,85 Kilogramm bei. Diese Laufräder hatten wir schon mal im Test, allerdings in der etwas höheren Aero-Version. Schaut euch das gerne an, das sind wirklich kleine Kunstwerke aus Carbon. Die haben einlaminierte Speichen, die Speichen sind auch an den Narben einlaminiert. Also das sind wirklich ganz grazil gebaute Laufräder mit wunderbaren Eigenschaften. Also die haben uns im Test voll überzeugen können und auch im neuen Scott Addict RC passen die natürlich perfekt. So, jetzt haben wir 3 Sachen. Die Rahmenfertigung, der Blick auf die Details, dass die Ingenieure wirklich alles auf den Kopf gestellt haben, alles neu geplant haben. Die Laufräder, die einen großen Anteil am niedrigen Gesamtgewicht bringen. Und jetzt kommt noch ein Faktor dazu, der ebenfalls komplett neu ist. Und zwar sind es neue Reifen von Schwalbe. Wir hatten vor einigen Monaten schon mal darüber berichtet. Einige Profis sind schon mit Vorserienversionen dieses Reifen gefahren. Es geht um einen Reifen, der sich Aerotan Race wahrscheinlich nennen wird. Er ist noch nicht veröffentlicht. Schwalbe wird den Reifen erst im Frühjahr nächstes Jahr launchen und auf den Markt bringen. Aber er ist schon exklusiv auf dem neuen Scott RC Ultimate verbaut. Scott wusste allerdings zum Zeitpunkt des Launches noch nicht, ob es funktioniert, die Räder mit diesem Reifen auszuliefern. Eventuell werden dort noch normale Schwalbe Pro One montiert und diese neuen Reifen nachgeliefert. Warum erzähle ich so viel über diesen Reifen? Ja, der Reifen ist, ich benutze dieses Wort ganz bewusst, eine kleine Sensation. Er ist komplett neu gedacht, aus komplett neuen Materialien gemacht. Schwalbe wollte uns noch nicht viel dazu verraten, verständlicherweise. Sie haben nur gesagt, dass die Karkasse mit Materialien gemacht wird, die auch für schusssichere Westen verwendet wird. Das ist also eine super interessante Sache und der Clou dabei ist, dass der Reifen rund 45% leichter sein soll als ein Standardreifen, also in diesem Fall der Schwalbe Pro One. Bei der Reifengröße von 28 sprechen wir hier roundabout 110 Gramm pro Reifen, die eingespart werden, was schlicht sensationell ist. Vor allem, weil Schwalbe sagt, dass dieser Reifen die gleich guten Eigenschaften hat wie der bekannt gute Schwalbe Pro One. Das heißt, der Pannenschutz, der Rollwiderstand und auch der Verschleiß soll auf ähnlich hohem Niveau oder sogar besser sein als bisher bekannt vom Schwalbe Pro One. Diese neuen Reifen sind aktuell in der ersten Version, die kommen wird, nicht tubeless-tauglich, sondern sind speziell dafür konstruiert, mit dem Schwalbe Aerotan-Schlauch genutzt zu werden. Es soll aber eine Version auch kommen, später noch, die tubeless-tauglich sein wird. Diese wird aber etwas schwerer sein, weil natürlich der Reifen innen ausgekleidet werden muss, um komplett luftdicht zu sein. Insgesamt natürlich eine ziemlich krasse Sache, denn die Gewichtseinsparung, die tatsächliche, ist aktuell nicht bekannt. Schwalbe hat es nicht gesagt, wir konnten den Reifen auch nicht wiegen. Aber es wird definitiv so sein, dass an dem Komplettbike über 200 Gramm gespart werden, alleine aufgrund dieses neuen Schwalbe Aerotan-Reifens.
Wie sich das Ding fährt, komme ich später noch dazu. Ich hatte es in der Einleitung kurz angesprochen, bei all der Konzentration auf die Reduzierung des Gewichts haben die Scott-Ingenieure die Aerodynamik des Bikes nicht ganz außer Acht gelassen. Das Cockpit ist aerodynamischer als beim Vorgänger. Viele Details wurden neu gestaltet. Man sieht es auch zum Beispiel am Übergang von den Sitzstreben zum Sitzrohr. Das ist aerodynamisch schön gemacht. Und insgesamt spart das Scott Addict RC im Vergleich zum Vorgänger roundabout 12 Watt bei 45 km/h. Was absolut gesehen ein sehr, sehr guter Wert ist. Vor allem, wenn man bedenkt, wie leicht dieses Rad geworden ist. Nicht zuletzt soll sich auch der Komfort verbessert haben. Zum einen durch die spezielle Sattelstützenkonstruktion, die ich schon angesprochen hatte, und durch die Sattelstütze selbst. Genauso natürlich wie den kompletten Rahmen und das Cockpit. Scott spricht davon, dass der Komfort im Vergleich zum Vorgänger um roundabout 30% verbessert wurde. Was gibt es für Modelle? Zum einen natürlich das Topmodell Scott Addict RC Ultimate. Das ist dieses Bike, bei dem wirklich der extreme Leichtbau betrieben wurde. Das Gewicht liegt unter 5,9 Kilogramm in Größe M mit lackiertem Rahmen, natürlich ohne Pedale, ohne Flaschenhalter, ohne Computermount, wie immer, wenn wir hier bei uns auf dem Kanal von Gewichten reden. Dieses Bike kommt mit den Capital SL Laufrädern, wie angesprochen, von Syncros und den neuen Schwalbe Aerotan-Reifen. Der Preis liegt bei 12.999 €. Das ist natürlich nicht ganz günstig, aber verglichen zum Vorgänger wurde der um 1.000 € reduziert. Und das ist eine ziemliche Ansage von Scott, denn alleine die Laufräder von Syncros liegen im Einzelpreis roundabout 4.000 €. Sehr interessant dürfte auch das Scott Addict RC Pro sein. Das hat als nächstes Bike in der Range die etwas niedrigere Carbonqualität. Ist ausgestattet mit einer Dura-Ace Di2-Gruppe und den Syncros Capital 1.0 S-Laufrädern. Diese sind natürlich etwas schwerer, haben aber die gleiche Felgenform wie die teuren Capital SL-Laufräder. Und dieses Bike kostet 8.699 €. Es wiegt auch nur 6,6 Kilogramm und ist in dieser Konfiguration und vor allem zu diesem Preis auch sehr interessant. Weiter im Programm sind zwei Modelle mit Ultegra Di2 und das Einstiegsmodell mit Shimano 105 Di2 für 4.999 €. Alle Details zu allen Bikes findet ihr im Artikel auf Rennradnews.de. In Sachen Geometrie bleibt Scott bei bewährten Größen. Das neue Bike ist angelehnt an der Geo vom Foil RC und liegt damit auch nicht weit vom Vorgänger weg. Einige Werte wurden angepasst, um auf die neue Reifenfreiheit von bis zu 34 mm das Bike perfekt anzupassen. Tendenziell ist es sogar etwas sportlicher ausgelegt als der Vorgänger. Stack und Reach sind in Größe M jeweils so 5 mm mehr in die sportlichere Richtung, aber diese ganze Sache muss man auch mit Vorsicht genießen, weil der Rahmen komplett neu designt ist und auch der Bereich am Steuerrohr ein bisschen anders gestaltet ist mit der Cockpitaufnahme als beim Vorgänger. Wie ist der erste Kontakt mit diesem Rad? Viele Rennradfahrer nehmen ja jedes Rad, das sie neu sehen, in die Hand, heben das hoch, um das Gewicht zu prüfen. Das ist so ein, ja, das ist bei vielen einfach tief drin, obwohl in letzter Zeit ja das Gewicht immer mehr in den Hintergrund getreten ist und die Aerodynamik immer wichtiger wurde. Aber das neue Scott Addict RC Ultimate bringt hier nochmal eine ganz neue Stufe. Ja. Man sieht dem Rad schon von vornherein an, dass es sehr leicht ist. Und wenn man das zum ersten Mal in die Hand nimmt, ist es wirklich beeindruckend. Ja. 5,85 Kilogramm, das ist sofort spürbar und das ist für jeden spürbar. Und es fühlt sich einfach schon in der Hand ziemlich sensationell an.
Steigt man auf und fährt zum ersten Mal los, verpufft diese Sensation keineswegs, denn das Rad beschleunigt extrem schnell. Die Laufräder und vor allem auch die Reifen sind so leicht, dass die bewegten Massen so leicht werden, dass es wirklich jeder sofort spürt, der auf das Rad steigt und losfährt. Ja. Man tritt in die Pedale und die Beschleunigung ist sofort da, Tempoänderungen gehen extrem schnell, das Handling ist sehr flink und ja, man kann es durchaus als aggressiv bezeichnen, obwohl die Felgen 40 mm hoch sind. Aber dadurch, dass die Laufräder und vor allem die Reifen so leicht sind, wirkt das ganze Bike extrem spritzig, extrem leicht. Es geht alles wahnsinnig leicht und schnell von der Hand und man beschleunigt fast mühelos. Die Sitzposition ist sehr sportlich. Ich würde sagen, relativ gleich wie beim Foiler-C. Das ist aber auch Absicht. Die Jungs haben uns das gesagt, es wurde absichtlich so ausgelegt wie das Foil, auch um den Rennfahrern den Umstieg zu erleichtern. Ob es für die Rennfahrer attraktiv wird, dieses Bike einzusetzen, wird sich zeigen, denn paradoxerweise profitieren die kaum von diesem wahnsinnigen Gewichtsvorteil, denn sie müssen ja das UCI-Gewichtslimit erfüllen mit 6,8 Kilogramm. Zwar wird es mit Pedalen und Flaschenhaltern und Computermount gewogen, aber mit der Ultimate-Version und den Laufrädern wird man trotzdem weit unter diesem Limit bleiben können. Die Überhöhung ist natürlich recht groß, ist aber auch so beabsichtigt, denn es ist ein reines Racebike, ist so ausgelegt. Wer nicht ganz so sportlich sitzen möchte, kann die verbauten Spacer drin lassen und hat dort eine recht kommode Position, würde ich sagen. Wer die Spacer rausnimmt, sitzt sportlich aggressiv. Den Trend zu extrem schmalen Lenkern geht Scott nicht mit. Das Cockpit hat eine relativ klassische Form, ist in Größe M 40 mm breit und greift sich sehr gut. Es ist ergonomisch wirklich angenehm, schön geformt und ist natürlich aerodynamisch optimiert. Man spürt davon aber von der Bequemlichkeit her nichts. Es lässt sich alles super gut greifen, ist angenehm zu fahren. Ja, geht es zum ersten Mal den Berg hoch, dann ist natürlich das Bike in seinem Element. Das Scott Addict RC Ultimate geht berghoch extrem leicht mit 5,85 Kilogramm. Das spürt man jederzeit, dass das Bike wirklich, wirklich leicht ist. Trotzdem muss man natürlich noch treten, aber im Vergleich zum deutlich schwereren Rennrad ist es wirklich immer zu spüren, vor allem wenn man Tempoverschärfungen hat, eine Attacke mitgehen will, wenn die Jungs in der Gruppe schnell sind, wild losgefahren wird. Man kann kurz in Wie gedreht, das Rad beschleunigt direkt und ist wirklich sehr schön, den Berg hochzufahren. Man hat dabei nie das Gefühl, dass der Rahmen weich wäre oder Tretkraft verloren gehen würde. Im Gegenteil, also ich bin ohnehin relativ leicht mit 68 Kilo und kein Wattmonster, aber trotzdem spürt man in der Regel, wenn ein Rahmen sehr weich ist, und bei dem Scott Addict RC Ultimate hatte ich trotz des extremen Leichtbaus nie den Eindruck, dass das Bike in irgendeiner Form nicht alltagstauglich wäre oder gar so weich, dass Kraft verloren ginge. Ganz im Gegenteil fühlt sich der Tretlagerbereich wirklich steif an und sehr racy. Das Bike ist sehr direkt. Es ist nicht extrem komfortabel. Wir hatten ja neulich einen Vergleichstest mit mehreren leichten Aero-Rennrädern. Da würde ich das neue Scott Addict RC Ultimate im Mittelfeld einordnen, ohne das irgendwie negativ zu sehen. Es ist, finde ich, für Renneinsatz perfekt abgestimmt. Man spürt sehr gut, was auf der Straße passiert, ob die Reifen Grip haben oder nicht. Man hat eine sehr gute Verbindung zur Straße und dadurch ist das Rad wirklich sehr racy abgestimmt, ohne unkomfortabel zu sein. Nach der Freude beim Berghochfahren kommt die Freude beim Bergabfahren, und auch das macht mit dem Scott Addict Ultimate richtig Spaß. Allerdings ist es hier deutlich zu spüren, dass das Rad sehr leicht ist und das Handling wird sehr aggressiv durch die leichten Laufräder und Reifen, ich habe es schon gesagt.
ist das Handling aggressiv, wenig stabil bei hohen Geschwindigkeiten. Man hat es sehr deutlich gespürt, an einem Tag bei der Vorstellung war ziemlich starker Wind. Und wenn man dann bergab fährt mit hohen Geschwindigkeiten, 60, 70 km/h und hat Windböen, dann ist es sehr deutlich zu spüren. Es wird nicht keinesfalls beängstigend, aber für reine Anfänger könnte es schon ein bisschen tricky sein, wobei dieses Bike sicher nicht ideal für Anfänger ist. Bei windstillen Bedingungen lag das Bike sehr, sehr gut auf der Straße, hat die Radien gut gehalten, lässt sich sehr schön in Kurven fahren, fühlt sich nicht unstabil an, sondern läuft sehr gut geradeaus und ist ein sehr guter Kompromiss zwischen Handling und geradeauslaufen. Ja, also um das nicht falsch zu verstehen, es ist ein sehr, sehr leichtes Bike und diese Thematik mit dem aggressiven Handling würde sicher bei jedem Bike in dieser Gewichtsklasse auftreten. Gibt es ansonsten irgendwelche Einschränkungen aufgrund des Leichtbaus? Meiner Meinung nach nein. Wir sind das Rad rund 150 Kilometer gefahren bisher und da hatte ich einen sehr, sehr guten Eindruck. Es ist absolut alltagstauglich, racy, gut abgestimmt und insgesamt ein sehr beeindruckendes Bike. Zum Abschluss des Fahreindrucks noch ein Wort zu den Aerotan-Reifen. Schwalbe Aerotan Race oder wie auch immer sie letzten Endes heißen werden. Ich hatte es ja vorhin erläutert, das Gewicht dieser Reifen ist extrem beeindruckend und genauso beeindruckend ist das Fahrverhalten. Der Unterschied zu den Schwalbe Pro One Tubeless Reifen ist sehr gering. Der Grip ist gut, der Rollwiderstand fühlt sich super gut an. Also ich bin mit diesem Reifen rund 100 Kilometer gefahren und mein erster Eindruck war super gut. Also ich hätte keine Abstriche gesehen, die der Reifen gegenüber einem Schwalbe Pro One Tubeless hat. Neben dem Scott Addict RC Ultimate, das wirklich leichte Bike ist mit unter 5,9 Kilogramm, hatte ich auch die Gelegenheit in Spanien mit dem Scott Addict RC Pro zu fahren. Das ist die Version mit der Shimano Dura-Ace Di2, wiegt um die 6,6 Kilogramm, hat serienmäßig 30er Schwalbe Pro One Tubeless Reifen verbaut. Und dieses Bike mit 6,6 Kilogramm fühlt sich natürlich auch extrem leicht an. Sensationell gut zu fahren. Mit den 30er Reifen liegt es sehr satt auf der Straße, hat ein sehr schönes Handling. Das Handling ist fast schöner, würde ich sagen, als bei der ultraleichten Version, weil das Rad etwas stabiler ist und auch etwas satter auf der Straße liegt. Mag vielleicht auch an den Schwalbe Aerotan Reifen liegen, aber dazu bin ich einfach zu wenig gefahren, um das jetzt final sagen zu können. Insgesamt ist es auf jeden Fall ein super tolles Bike, aber dieses wirklich sensationelle Leichtgewichtgefühl von dem RC Ultimate bleibt mit dieser Version natürlich verwehrt. Für wen ist das neue Scott Addict RC ein interessantes Bike? Die Ultimate-Version für jeden Technikfreak und natürlich für jeden Weight-Weenie, alle Leute, die auf Gewicht fixiert sind beim Rennrad, werden dieses Bike ganz sicher ganz genau anschauen. Denn es dürfte aktuell mit 5,85 Kilogramm das leichteste, zumindest Großserien-Rennrad sein. Und mit diesem Preis von 12.999 €, der sich natürlich nach sehr viel anhört, ist auch sehr viel Geld. Aber gemessen am Gewicht setzt Scott hier sicher neue Maßstäbe. Wer nicht so viel ausgeben möchte, findet in dem Scott Addict RC Pro sicher eine sehr interessante Alternative für deutlich weniger Geld. Wie ist mein Fazit zum neuen Scott Addict RC Ultimate? Nun, das Bike ist schlicht und ergreifend als sensationell zu bezeichnen, denn es hat unter 5,9 Kilogramm, kostet unter 13.000 € und ist absolut renn- und alltagstauglich. Es hat keinerlei Einschränkungen, hat ein komplett integriertes Cockpit, ist aerodynamisch optimiert
und hat dieses sensationelle Gewicht zu einem, wie ich finde, attraktiven Preis. Wenn ihr noch mehr Informationen zu diesem Bike haben möchtet, schaut vorbei auf rennradnews.de. Dort gibt es einen sehr ausführlichen Test mit allen Varianten, allen Preisen und einem sehr ausführlichen Fahreindruck. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.